Und zugeschaltet ist jetzt Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, Herr Wendt, wir haben gerade eben Herbert Reul gehört. Manche wollten die Gefahr vor allem durch Migranten als Gewalttäter lange nicht wahrhaben, sagt er. Nach Solingen scheint nun tatsächlich da etwas in Gang zu kommen. Sehen Sie hier da auch einen echten Willen, tatsächlich der Polizei mehr Handhabe zu geben? Nun, dringend notwendig wäre es. Aber im Moment stocken die Gespräche. Ja, anders kann man das gar nicht nennen. Man hat sich vertagt auf nächste Woche. Und wir stehen fassungslos eigentlich davor, dass die Bundesregierung 9 Jahre nach Beginn der Massenzuwanderung nach Deutschland jetzt die rechtliche Frage ernsthaft zu prüfen beginnt, ob Deutschland Menschen abweisen darf an seinen Grenzen, die illegal nach Deutschland reisen wollen. Das macht einen schon einfach fassungslos, denn damit dürfte Deutschland das einzige Land auf der Welt sein, das dieser Frage überhaupt eine rechtliche Prüfung schenkt. Genauso ist es mit der Frage der Kürzung von Sozialleistungen für diejenigen, die bereits illegal, nämlich über einen sicheren Staat, nach Deutschland eingereist sind. Das alles macht wenig Hoffnung. Man kann wirklich nur sagen, die Menschen haben die Nase voll von diesen Verzögerungen. Wir wollen jetzt, dass gehandelt wird und nicht immer wieder vertagt. Herr Wendt, also Sie sprechen da offenbar vor allem die Grünen an, die jetzt auch wieder sagen, dass das rechtlich gar nicht zulässig ist, Migranten an der Grenze direkt zurückzuschicken. Ist das wirklich so eindeutig? Nein, das ist überhaupt nicht eindeutig, sondern es ist eindeutig falsch, was die Grünen dort sagen. Europäisches Recht, das sind die Dublin-Verträge, die ganz klar besagen, dass Asylverfahren dort durchzuführen sind, wo man eines dieser sicheren Länder betreten hat. Und nationales Recht, und das hat in diesem Fall eindeutig Vorrang, ist das Aufenthaltsrecht, dass die Grenzbehörden sogar dazu zwingt, im Gesetz steht nicht, sie dürfen sich das aussuchen, sondern die Grenzbehörden dazu zwingt, Menschen abzuweisen, die kein Recht haben, nach Deutschland einzureisen. Und noch einmal, wir sind das einzige Land auf der Welt, das diese absurde Frage überhaupt rechtlich prüft. Jedes Land auf der Welt sieht es als selbstverständlich an, selbst bestimmen zu dürfen, wer die Grenzen in dieses Land übertritt. Und dieses Recht hat auch Deutschland. Naja, wobei die EU-Außengrenzen ja auch eben entsprechend nicht gesichert sind. Herr Wendt, wenn sich die Union nun doch... das macht es umso dringender. Ja, also wenn sich die Ampel doch auf Druck der Union vor allem zu diesen Pushbacks durchringt, erwarten Sie denn dann tatsächlich, dass dadurch die Straftaten spürbar zurückgehen? Also meinen Sie, das ist dann zahlenmäßig in 1, 2 Jahren direkt abzulesen? Ja, in 1, 2 Jahren ganz sicherlich. Sicherlich nicht kurzfristig, aber mit einer zeitlichen Verzögerung wird das kommen. Auch und gerade in dem schlimmen Bereich der sogenannten Messerkriminalität, von der Herbert Reul ja gesprochen hat. Herbert Reul hat viele Maßnahmen jetzt auf den Weg gebracht, die im Land dazu helfen sollen, das einzugrenzen. Aber machen wir uns nichts vor. Der Schutz unserer Grenzen ist ein wichtiges Merkmal davon. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass weiterhin unkontrolliert junge Männer mit Messern nach Deutschland kommen, dann werden wir das nicht in den Griff bekommen. Und dann werden wir, und das kann ich auch vorhersagen, und das macht mich ängstlich und traurig, dann werden wir im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl wieder ein blaues Wunder erleben. Dann wird aber wahrscheinlich niemand mehr mit einem blauen Auge davonkommen. Genau, mit dem blauen Wunder meinen Sie die Erfolge der AfD. Vielen Dank, Rainer Wendt. Gerne.